Alexander K. Habe ich dann dürfen in einer Band spielen und war von dieser Droge, Musik, bis heute gefangen. Gib deinem Projekt 3 Jahre Zeit. Ohne Abschwenkung. Ohne, ich mache noch bei 17 Projekten mit. Die Einstellung muss sein, ich kann ohne Musik nicht leben. Du hast wieder eingeschaltet bei Brossartig. Ich freue mich, dass du da bist. Wir befinden uns heute wieder hier in den heiligen Hallen von YMI Records. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Ich befürchte fast, dass das heute ein längeres Gespräch werden könnte, weil ich weiß gar nicht, unzählige Fragen. Alexander K. Hallo, grüß dich. Servus, David. Super schön, dass du da bist. Alex, wo fange ich an bei dir? Fangen wir vielleicht chronologisch an, weil dann haben wir gleich so ein bisschen einen Start in die Geschichte. Ich frage ja jeden Gast so ein bisschen nach seinem Werdegang. Jetzt haben wir heute schon ein bisschen vorher gesprochen in der Regie drüben, weil ich das tatsächlich vorher nicht wusste. Du warst tatsächlich Keyboarder. Das ist eigentlich so deine das sind deine Roots, oder? Also ich habe einen ganz interessanten Karriereverlauf. Ich habe 14 Jahre mal ohne Musik verbraucht. Und sitze in der Berchtesgadener Kegelbahn. Es war schon ziemlich, und hat es damals dieses Spiel mit den Space Invaders gegeben und ich habe da, glaube ich, mein ganzes Vermögen meiner Lehre da hineingeschmissen. Und um 23 Uhr circa kommt ein nicht mehr ganz nüchterner zu mir und sagt, hey, hast du nicht Lust in einer Band zum Spielen? Und ich so, ja, warum nicht? Aber ich kann kein Instrument. Sagt er, wir brauchen einen Bassisten. Sag ich, na, kann man das lernen? Sagt er, ja, kommt auf die an. Du hast 5 Minuten. Ne? Bin am nächsten Tag dorthin und hab dann in einer Band Bass spielen angefangen und ab dem Zeitpunkt, Sehr lustig. ab diesem Zeitpunkt, das war der Markus Breitenecker, habe ich dann dürfen in einer Band spielen und war von dieser Droge, Musik, bis heute gefangen. Und ja, wir haben dann die erste Band gehabt und ich war natürlich dann sehr euphorisch und wollte dann auch Sänger und bin auch Sänger geworden von der Band, gemeinsam mit meinem und urplötzlich kamen die ersten Synthesizer. Und es kam damals der CS1 von Yamaha raus, ein Umhänge-Synthesizer, der natürlich auch besser Bass-Sounds hatte und natürlich kamen damals auch schon die ersten Sounds. Mich hat natürlich die Popularmusik immer sehr angesprochen. Also es ist nicht so, dass ich sage, okay, ich mache Popmusik, weil man da erfolgreich oder was werden kann, sondern mich das wirklich immer interessiert. Und vor allem dann die neuen Klänge in den 80ern, die da gekommen sind, und haben wir diesen CS1 gekauft und habe dann da drauf rum ein monophoner Synthesizer, auf den ich dann herumgeklopft habe. Und habe mit dieser Band gespielt. Ich war aber aus dem Grund immer ein bisschen dann unzufrieden, weil ich wollte natürlich am liebsten jeden Tag dann proben. Ich wollte besser werden. Und habe dann gewechselt zu einer Art ersten sehr gestylten Band. Die haben so ein bisschen mit einem Leadsänger, der hat ausgeschaut wie Duran Duran und die haben dann gesagt, sie suchen einen Bassisten und das hat mich dann eigentlich noch mehr angesprochen. Hab mit denen dann gespielt und es hat richtig Spaß gemacht. Wir sind ins Popodrom-Finale, Roger Chapman, Hauptakt, Kurhalle Oberla ausverkauft. Und damals habe ich schon bemerkt, was Popmusik, wenn das im richtigen Gewand auch noch ist, es fördert irgendwie in dem Land, das ist irgendwie. Und da haben wir dann in einer Diskothek gespielt und auf einmal ist dann noch einer zugekommen und hat gesagt, Herr, ich hätte gerne was mit euch machen. Der Robert Pfluger, mein späterer jahrzehntelanger Kompagnon auch im Schreiben. Und das war so ein richtiger Technikfreak. Und der Robert Pfluger hat mir dann damals zum ersten Mal gezeigt, wie man mit dem Commodore Score und Supertrack von Gerd Lengeling, der jetzt dann Logic später und alles mögliche, entwickelt hat, wo man mit MIDI plötzlich ein ganzes Playback alleine machen hat können. Und das hat mich total fasziniert, mit den Keyboard-Sounds, mit den neuen, mit der Musikrichtung und vor allem, dass man gleich seine Songs selber schreiben kann, arrangieren kann. Und da habe ich mir halt so richtig mit dem... Muss man vielleicht ganz kurz erklären, weil vielleicht gibt es ja den einen oder die andere auch unter den Zuseherinnen und Zusehern,
die jetzt nicht weiß, was MIDI ist. Also Ja. MIDI ist, kann man so sagen, Die eine veraltete Übersetzung, USB. eine Übersetzung von Computersignalen in Musik und umgekehrt, so kann man es vielleicht Der sagen. Unterschied zu einem USB-Stecker von heute war, MIDI hat immer nur eine Daten nach der anderen übertragen. Es war keine serielle Schnittstelle, sondern du hast wirklich, also du hast einen Akkord gespielt und der ist aber in Millisekunden immer auseinandergekommen. Also das war der Unterschied, das war eigentlich die Vorstufe. Im zu Endeffekt USB. ist es darum gegangen, du hast auf einem Keyboard, das keine Sounds gehabt hat, zum Beispiel was einspielen können. Genau. Das ist als Computersignal zum Computer gegangen. Der Computer hatte interne Sounds zum Beispiel. Und Nein, noch nicht. Ja, damals noch nicht. Damals noch nicht. Aber der Vereinfachung halber. Und die wurden dann dort ausgespielt, beziehungsweise Genau. umgekehrt. Der Computer zeichnet ja alles auf. Computersignale, die zum Keyboard gehen und beim Genau. Keyboard mit den internen Sounds spielen. Und natürlich, und das war damals der eigentliche Punkt, Keyboards miteinander kommunizieren lassen Genau. auf dieser Ebene. Du hast also richtige Keyboard-Burgen gehabt und Also und das ich halbwegs. Und ich war einer der ersten und dann natürlich, die wurden überall gesucht. Also wollten natürlich alle die neuen Sounds haben und Das war der heiße Scheiß einfach. das war der heiße Scheiß damals. Alle haben gesagt, das ist wieder in ein paar Jahre vorbei, keiner interessiert das. Da war ich dann beim Robert Hafner und habe damals meine erste Gruppe mitproduzieren dürfen. Das waren diese City Cops. Und dort habe ich dann meinen bis heute den besten Freund, den Reinhard Gabriel, kennengelernt, der Bandleader. Hatten wir auch schon bei uns in der Sendung. Ja. Ein wichtiger Mensch für mich, der also nicht nur mein bester Freund bis heute ist, sondern auch ein Mentor und ein ständiger berufsmäßiger Begleiter. Und damals hat er nebenbei dann so Background-CDs gemacht und dadurch konnte ich mich voll in Übung halten und habe viel geschrieben, viel selber produziert, viel arrangiert schon, noch im Kleinen. Wollte aber immer noch Sänger werden und dann aber habe ich den Andi Baum singen gehört. Da weiß man Bei einem auch, Konzert beim Andi Baum und habe gesagt, okay, das ist ein Sänger, ich bin keiner. Und vor allem ist mir aufgefallen, ich bin eigentlich gar nicht so gern auf der Bühne. Also ich schaue mir das irrsinnig gerne an, aber ich bin so mehr im Studio und tüftel an die Sounds und übereinanderlegen, wie klingt eine gute Studioproduktion. Weil damals war das Problem immer das, viele Bands haben live super gelungen. Dann sind sie ins Studio gegangen. das war aus. Und nachher, ist ja uns auch passiert, wir sind auch ins Studio gegangen mit der großen Hoffnung, na jetzt klar. kommen wir alle ganz groß raus. Was sonst? Aber es war dann nachher ein sehr enttäuschendes Ergebnis. Und ich habe mir gedacht, ich möchte jetzt so gut werden, ich möchte jetzt so weit sein, dass die Band nachher sagt, scheiße, wie machen wir das live? Also umdrehen den Spieß. Und dann kam der große Glücksfall. Für mich durfte ich durch Zufall im Team von Christian Kolonowitz mitarbeiten. Weil die haben genau diesen Typus gesucht. Die haben einen gesucht, der sich da überall auskennt, der die neuen Sounds machen kann und der programmieren kann, der Keyboard spielen kann, der halt auch die Geräte dafür hat oder ihn zumindest beratet, was er sich für Geräte kauft. Und dieses Trio, was ich damals kennenlernen habe dürfen, das muss ich wirklich sagen dürfen, war eben der Christian Kolonowitz und der Johnny Bertel. Oh, ja. Und der Hartmut Pfannmüller, der dann zur selben Zeit gerade Over the Hump, das Kelly Family Album produziert hat. Also 3 großartige Persönlichkeiten, die alle Frank Farian Erfahrung gehabt haben. Also bis auf den Johnny, glaube ich. Aber in diesen 5 Jahren durfte ich dann wirklich mit der Crème de la Crème, ich glaube 2 Steinbecker-Alben mit Steiermark, für den Fendrich durften wir mit auf die Tour fahren, Ludwig Hirsch, Georg Danzer, SDS, es sind so viele Namen gewesen und ich durfte da überall mitarbeiten. Und ich bin damals, habe dann aufgehört bei einer Textilfirma, bei einer großen, ich will jetzt in Namen sagen, und habe gesagt, weil ich da in einer ziemlich guten Position schon war, ich gebe mir jetzt 3 Jahre Zeit. Gib mir 3 Jahre Zeit, ob ich von Musik leben kann. War übrigens damals noch falsch, weil ich habe den Spruch dann geändert später, aber das werde ich später darauf zurückführen. Und habe dann im 3. Jahr genau den Christian kennengelernt. Und im 3. Jahr hat es dann wirklich da 8, 9 Monate im Jahr im Studio an wirklich tollen Sachen. Er ist aber dann immer mehr in die Filmmusik gegangen. Also er hat immer mehr sich für Filmmusik interessiert. Und ich habe nebenbei immer, weil ich ja durchkommen wollte am Anfang, war ja ohne Brot,
sozusagen, habe zuerst recht gut verdient gehabt, habe aber alles ausgegeben in Synthesizer und was es halt so gibt. Und habe dann aber immer aufgelegt. Ich habe am Wochenende mal gedacht, Disc-Jockey, da kann ich für die Leute beobachten, was kommt wie auch. Und bin natürlich in diese Eurodance-Phase reingekommen. Und das war recht interessant für mich, weil dort habe ich immer die Leute beobachten können, bei was singen die eigentlich immer mit? Und haben wir dann dort die Frage gestellt, die ich mir bis heute stelle. Wir haben sehr renommierte Austropop-Stars gehabt. Aber es war damals, in den 95er Jahren, dieser Traum, einen jungen, neuen Artist, wo junge Leute aus Österreich kommen, dem zuschauen, das hat's nicht gegeben. Es hat gegeben die Renommierten, klar sind dort junge Leute gekommen, aber so, da sind damals Backstreet Boys und alles mögliche. klar. Aber es war in Österreich nicht wirklich... Ja, aber hatte das nicht auch ein bisschen was mit der damaligen Ö3-Geschichte auch was zu tun, dass im Grunde genommen ja da auch nicht viel gespielt worden ist? Also bei Ö3 da will ich dann eben danach dann gleich drauf zukommen, da habe ich zwei unterschiedliche Seiten kennengelernt. Und, Also ich spreche jetzt tatsächlich von den 90ern unter der Rostschitsch-Zeit einfach. Ja, genau. Ja. Das war ja dann eigentlich die Zeit. Und da kamen zwei, Christian Czerny gearbeitet, und ich habe diesen Traum gehabt, war selber jetzt auch was zu machen, neben Christian natürlich, aber selber, weil ich gewusst habe, mit Christian, da kann ich alles machen, aber ich muss auch Dinge allein nicht machen, weil dann hat sich das so gefestigt, mein Berufsbild, wo will ich hin? Und habe aber damals mich sehr verliebt in diese, weil ich von dem synthetisch-elektronischen so gekommen bin, natürlich in diese Sounds der 90er. Und war natürlich, und da habe ich zwei Typen kennengelernt, die haben mir so, ja, wir sind der Ferdinand und der Walter und wir wollen Dance-Produktionen machen. Willst nicht mitmachen? Und ich habe gesagt, ja. Und die haben jetzt nicht die mega Ahnung gehabt, haben so ein kleines Studio mit einem Pro Tools-System gehabt, aber sie haben mich arbeiten lassen. Ja, sie haben mich arbeiten lassen und gesagt, was machen wir für Projekte? Und da war unter anderem eine sehr interessante Geschichte. Wir wollten ein Dance-Duo machen. Aber wir brauchen eine Sängerin, wir brauchen eine richtig gute Sängerin. Und ich, zufällig im Donauzentrum vorbei, und da singt einer mit schwarzen Brüllen, schaut mega aus, singt wie von Ace of Base, killermäßig. Und ich mir denke, ich rede jetzt auch. Weil das ist. Der Name ist bekannt, viel später, oder zur selben Zeit Monika Ballwein. Aber halt noch damals in ganz jungen Jahren. Ja. Und dann haben wir einen Rapper gehabt, der George. Und wir nehmen die erste Nummer auf und das kommt gleich gut. Der verdient es gleich damals an den Ernest Seibert, und der mit der Amy wieder zusammen hat, ist verdient. Aber wir haben jetzt gar nicht so weit gedacht. Jetzt müssen wir mal die Leute fragen, ob sie dabei sind. Und die Moni hat gesagt, hörst du, ich singe beim Fendrich und überall und ich kann das mit Perücke machen und so weiter, aber bin ich mir ein bisschen unsicher. Und dann haben wir gesagt, na ja, aber die haben den Deal. Da habe ich gesagt, Moni, ich verstehe die, weil die hat damals richtig gerade durchgestartet, Fendrich, im Studio Chöre für alle gesungen und wie gesagt, die einzige, die beim Doppeln flenscht. In der Studiosprache, ist das also die war so genau, dass sie sich fast selber ausgelöscht hat, wenn wir es gedoppelt haben. Also eine großartige Musikerin, und ich freue mich immer, wenn sie heute, also sie ist, und kann alle nachmachen. Die hat dann immer die Aguilera, schau mal, die Aguilera. Also unglaublich, die Moni. Bis heute mit ihr sehr in Kontakt. Und haben wir eine andere Sängerin. Ne? Gut, haben wir dann eine gefunden, die wirklich mit pinke Haaren und so. Und das Projekt hat Two in One geheißen und ist dann gleich mit der ersten Single, aber so krachzack. Also wirklich Ö3 Sampler. Und jetzt zum Namen. Und damals, der Rapper hat immer so einen kleinen Burm und ein kleines Madel mitgehabt. Und der Bur hat ein Arsenal-Leiberl gehabt. Und der ist herumgerannt, der war so ein bisschen sehr Heute wird man ADHS sagen, ne? Ja, der Junge ist heute der erfolgreichste Fußballer Österreichs, nämlich David Alaba. Es war nämlich klar, der George Alaba. Viel später haben wir dann wieder Kontakt gehabt wegen der Rosemary.
Und da sind wir halt da. Und das hat mich halt total gekickt. Und das war in den 90er so, du stößt ein paar Leute zusammen, die das machen wollen und unterstützt sie dabei. Ich habe dann den Manuel Ortega aufgebaut. Der Manuel ist damals frisch gekommen von der Boyband und den habe ich sehr geglaubt, weil ich habe selten so einen guten Sänger erlebt in dem Alter. Also vor allem im Tenorbereich. Und dann das war 2002 und dann habe ich schon immer verfolgt Starmania. Ein bisschen so immer so nebenbei. Und mir hat damals ich habe damals den neuen E&A kennengelernt, den Chris Geldmann. Und der hat damals zu mir gesagt, schick mir ein paar Nummern, was du hast. Der Peter Traxel, der vorher bei der EMI war, hat mir dann gesagt, okay, der ist zu Universal gewechselt und die Universal hat mit Bogdan damals, der da gewechselt ist von Ö3 zu Universal. Und ich soll mir ein paar Sachen schicken. Und mir hat der Komponist ein paar Monate vorher bei einem AKM-Vortrag gesagt, Herrst, ich habe da ein paar Songs, aber wir verwenden sie nicht, wenn du es brauchst vielleicht. Und ich hole mir diese Songs dann immer an. Da war einer dabei, und ich mir gedacht habe, geil, ist Englisch, aber super. Und es kam dann zu dem Moment, wo er ihm die Nummern schickt, dem Chris Geldmann, und der Chris Geldmann sagt, da gibt es eine Nummer dabei. Wenn wir die auf Deutsch machen, dann kann das richtig geil werden. Und da gab es ein paar, ich wusste aber nie, wer es wird, also Verschwiegenheitspflicht war dort, also ich habe nicht gewusst, über wen man redet und was, schreibt doch einmal so einen deutschen Text, so irgendwas, Lebe, Überleben, irgendwas, weil es gab da eine Kandidatin, die ein bisschen früher ausgestiegen ist. Und da war dann der Fall, dass wir das mal vorbereitet haben. Und dann haben wir das eingesungen und ich kann mich nur erinnern, wie wenn es gestern gewesen war. Wir singen den Refrain. Ich drehe mich zu dem E&A und sage, Scheiße, das ist ein Mega-Hit. Alter, das ist großartig. Er ist ganz frisch, neu. Es hat damals ja nur Tokotronic und Sportfreunde Stiller gegeben. Das ist so irgendwie gut. Die Nummer steht, sie wird nicht veröffentlicht, aber die Plattenfirma hat gesagt, gib die Nummer nicht mehr her. Gib sie nicht mehr her. Und wusste natürlich nicht, was die planen. Dann schaue ich mir das Finale damals an und alle haben natürlich gerechnet, Frau Stürmer wird das so Hochhaus gewinnen. Und ich kriege am Vortag einen Anruf, würdest du in Inkognito nach Los Angeles mitfliegen? Ich nicht gewusst, um was es geht. Ich habe nur gewusst, ja, der Sieger wird in Los Angeles. Also das, wo sie zu viert eigentlich genau, dort waren, beim Peter Wolf, ne? Genau, weil es ist ja darum gegangen, dass der Sieger dann der Michi war ja in... Ja. Weil sie haben irgendwie gemeint, also wahrscheinlich, wenn die Christina gewinnt, dann, dass wir Ich lebe dort aufnehmen. Und ich mich halt im Hintergrund habe gesagt, ich kann sehr gut damit leben, weil ich an die Nummer einfach glaube und plötzlich Finale, es ist aus, Frau Stürmer wird überraschend der Zweite, weil sie sind Deutsch Sportfreunde Stiller. Und diesen Schritt, den sie damals zurückgemacht hat, war super für mich. Und auch super für sie, weil sie hat sich musikalisch total formatiert. Der Herr Tschuknal hat gewonnen damals mit seiner eigenen Nummer, hat im letzten Moment diesen Emotionenfunken mitgenommen. Alles war super und ich habe schon einen Anruf gehabt am selben Abend noch, du, morgen kommen wir mit der Christel, wir probieren Ich lebe. Wo wir in einer Nacht- und Nebelaktion, weil sie hatte nur bis Dienstag Zeit, dann musste sie nachfliegen nach Los Angeles, da wurde eine Doku aufgenommen. Und wir haben in der Zwischenzeit Ich lebe in 3 Tagen produziert. Die Nummer wird veröffentlicht. Ich habe gerade Song Contest Vorbereitungen für die Endausscheidung und alle Leute reden aber eigentlich nur mehr über Ich lebe und sagen, boah, wie geil die Nummer denn ist. Ne? Und dann habe ich, und das muss ich wirklich sagen, dann habe ich eine Künstlerin kennengelernt, die ich so im Profil vorher noch nicht kennengelernt habe. Nämlich so bescheiden, so am Boden und irgendwie so, wird's was, wird's nix. Mentalität und wo sie dann am meisten Respekt von mir gekriegt hat, wir haben dann gleich danach Engel fliegen einsam aufgenommen. Schöne Nummer auch, ja. Die Roter Stern, Silberstern als Demo, Alternativ-Demo, eigentlich in einer 6-Minuten-Version und ich habe sie versucht, in eine poppige Version umzuschichten. Und da kann ich mich an eine Situation erinnern, ich werde es nie vergessen, wo ich wirklich von ihr extrem viel gelernt habe.
da rennt nebenbei, ist der Fernseher umgerannt, weil die Doku, muss man sich vorstellen, von Los Angeles, wo sie dabei ist, rennt, fängt gleich an. Und wir nehmen gerade Engel fliegen einsam auf, mitten drunter. Und ich sag dann auf einmal, du Christina, hör mal vielleicht für eine Viertelstunde auf, weil die Doku fängt jetzt an. Und sie sagt, weißt du was, vergiss es. Was? Du bist jetzt im Fernsehen und willst lieber weiter singen? Die interessiert das gar nicht. Bumm. Und dann habe ich gedacht, okay, so geht's auch. Und wie gesagt, sie, ihr Erfolg baut sie auf das auf, dass sie sich nie wichtig genommen hat. Sie war immer bescheiden, und wir haben dann in 1,5 Monaten, ich habe nur im Studio 3 Stunden geschlafen mit Backelsuppen und so weiter, und wir haben wirklich dann auch natürlich viele Songs gesucht und die alle aus Österreich, und da warst ja dann du, lieber David, auch dabei mit dem Andi Frank, glaube ich, damals, Mehr Waffen. Das war das auch, diese Titel, die die zweite Ebene von ihr gezeigt haben. Das war uns sehr wichtig, weil sie natürlich in jungen Jahren nicht nur jetzt diese sehr plakativen Songs, sondern auch sozialkritische Songs. Das war mir immer sehr wichtig, dass die Ebenen gut abgestimmt sind. Und Mehr Waffen zum Beispiel, oder Soll das wirklich alles sein? Das waren so kantige Titel, auch vom Text her, die man damals in Deutsch überhaupt nicht gewohnt war. Das hat sie aber damals zu einer Jugendikone gemacht. Was mich persönlich sehr freut, ist, ich bin damals, kann mich noch erinnern, wie es gestern gewesen war, mit dem Auto nach Wien ins Studio gefahren und höre damals von diesem ziemlich umstrittenen Bagdad-Angriff von der USA, die gemeint haben, die haben dort irgendwelche Massenvernichtungswaffen. Und die ORF-Nachrichtensprecherin sagt, die Verluste halten sich in Grenzen, und ich habe mir gedacht, jeder Tod ist zu viel. Ja. Ich will nicht böse sein. Der Krieg war sehr umstritten, ob die da angreifen sollen, und dort sind tausende Menschen Also damals war er umstritten, heute ist er belegt als ja, genau. als Aber rechtswidrig. das ist manchmal das Bauchgefühl, Ja, wo man klar. dann denkt, das stimmt was nicht, und dann kriegt man recht, dann ist immer ein schönes Hackerl. Und das war der Grundgedanke für Mama Anachapak. Und das war für mich ein Song, der war so, Der war sehr groß, ja. der für mich so, da ist uns jetzt ein Stück gelungen, weil ich hab beim Mischen gerät. Ich hab beim Mischen geweint. Also, weil man so die ganz laut runtergerannt ist, weil sie so gut gesungen hat. Und dann ging es gleich weiter. Also Frau Stürmer hat natürlich dann alles abgeräumt. Und wir haben dann damals auch die Band zusammengestellt. Ich bin ja so ein kleiner Kuppler nebenbei, habe natürlich auch den Gitarristen gecastet. Später bei Klug auch mit Markus Weiß. Also ich habe da immer eine sehr gute Band gehabt und ein Management, ein ganz frisches, neues. Und so haben wir den Act aufgebaut. Streit Andi und der leider schon verstorben ist, ja. Und der Bernd Riels. Genau. Aber dann habe ich eigentlich genau meinen Platz gewusst. Ich habe gewusst, ich möchte gern jungen Künstlern helfen auf ihren Weg. Einerseits so talentierten Leuten wie der Frau Stürmer, die jetzt selber am Anfang vor allem wenig geschrieben hat, aber die eine hervorragende Stimme gehabt hat und einfach Songs gesucht hat und braucht hat. Und da haben wir dann wirklich mit österreichischer Hilfe von allen Seiten wirklich super Songs gekriegt. Und ich bin dann so ein Fan geworden von dem, okay, suchen wir immer Songs, und so ein bisschen nach dem schwedischen Modell. Du sitzt in der Zentrale und rund um dich. Ja, lad man doch mehr Leute ein. Es gibt so viele gute Songwriter in dem Land, und für mich war Schweden immer so das große Vorbild bis heute eigentlich, die so wie Max Martin und die Leute, die einfach sich dann Leute noch dazu holen und sagen, wir müssen noch bessere Songs machen, weil es ist natürlich, es kommt auch immer auf die Songs an, ja, die der Interpret hat. Und es gibt Leute, und darum sage ich 3 Berufsgruppen, es gibt die Leute, die hervorragend auf der Bühne sind, die super singen. Dann gibt es aber den Texter und den Komponisten. Manchmal ist nicht immer das Ist nicht Personalunion. Ja, viele glauben dann und machen oft diesen kleinen Fehler zu sagen, ich muss alles machen, weil sonst bin ich nicht echt. So sehe ich es nicht. Man kann es ja runterbrechen auf wer wäre Robbie Williams ohne Guy Chambers. Genau. Das trifft es eigentlich total am Punkt. Ne? Also, und wie gesagt, wer die Doku gesehen hat von dem großartigsten aller, der 200 Nummer 1 gehabt, Clive Davis, wie der arbeitet. Da gibt es eine super Doku auf Netflix, The Soundtrack of My Life, der von Janis Joplin bis zu Puff Daddy alles durchgemacht hat, wie der arbeitet und so. Und habe dann unmittelbar nach Stürmer dann gleich
das nächste Projekt gehabt, weil ein 12-jähriges Mädchen, die hat auch Christina Kasten entdeckt habe, haben wir gedacht, Christina, ich habe gerade mit einer Christina. Ja, du tust da mit dem Namen nicht so schwer, ne? Ja, haben wir gedacht, aber das wird jetzt irgendwie nicht so gut. Und hab dann die Michelle kennengelernt, dann haben wir Lutenberger Klug gemacht und so. Und das entwickelte sich dann immer mehr. Um das jetzt abzuschließen, zu meinem Motto am Beginn, der Höhepunkt für mich war dann, der Traum wurde zum Teil erfüllt, wie die Christina Stürmer in der Stadthalle ausverkauft, nur als junge 22-Jährige, und es kommen nur junge Menschen, okay. ja, die einem Da gab es dann Star die aus Live-DVD, Österreich, ne? genau, genau, das wurde damals Rostacher, und das hat mich dann, ja, genau das wollte ich. Ich hab gesagt, genau, das ist möglich in dem Land, dass junge Menschen, weil die haben alle gesagt, das ist ja alles uncool, und haben halt immer nur aus internationales Repertoire gehört. Und da auf einmal ist uns gelungen, eine ausverkaufte Tour durch ganz Österreich zu fahren, wo vor allem junge Menschen aus Österreich und dann später natürlich aus Deutschland, wobei in Deutschland war das Publikum dann ein bisschen älter, aber in Österreich, wo du gesagt hast, ja, genau, und da habe ich natürlich dann weitergemacht und weiterentwickelt und Ich grätsch kurz rein, gerne. wegen zwei Sachen. Erstens einmal werden wir jetzt gleich erklären, was E&A überhaupt ist. Zweitens werde ich die Pause, wo ich reingrätsch, dafür nutzen, dass ich dich auffordere und darum bitte und hoffe, dass du erstens auf Gefällt mir drückst, zweitens die Glocke aktivierst, drittens uns abonnierst, viertens einen Kommentar schreibst. Und ja, in diesem Sinne frage ich dich jetzt, was ist E&A? E&A hat es früher bei guten Plattenfirmen gegeben und ich habe ein paar gute Leute kennengelernt. Was ist ein E&A? Der E&A ist der Gegenpol zur kreativen Band und dessen Produzenten. Der sollte, E&A ist Abkürzung für Artist and Repertoire. Er muss sich dann auch Gedanken darüber machen, du hast 12 Lieder, aber was ist der Hitsingle? Weil das ist ja wieder die Promotion, die übers Radio läuft, damit die ganze Band fürs ganze Album bekannt wird. Und ich sage jetzt ein typisches Beispiel. Der James Scott, ich betreue ja die Voice, habe ich über 20 Jahre betreut. Und der James spielt mir 16 Songs vor. Cottrell. James Cottrell spielt mir 16 Songs vor. Und bei einer habe ich mir das sogar vom Finale habe ich gesagt, das ist Hass. Und haben wir es sogar im Finale aufgenommen, auf mein Handy damals noch. So. Und er spielt mir das so vor und sage, das ist der Hit. Das ist der Hit. Wir haben nur ein Lied, er hat einen Gutschein gewonnen für ein Lied Produktion. Ja. Das ist der Hit. Da habe ich schon noch ein paar andere und das ist ein bisschen älter schon. Und ich habe gesagt, James, das ist der Hit. Und du vergisst jetzt genau eins, der Publikum hat in der Pause immer mitgesungen, das bauen wir ein. Das war so ein bisschen, naja, und so. Wir haben es gemacht, wir haben es durchgezogen. James Cottrell, Unbreakable, war nachher wirklich ein Hit. Und er hat mir das nie geglaubt, dass dieses ein ganz wichtiger Gegenpart im Refrain war. Und das habe ich wieder aus meiner Disc-Jockey-Zeit gehabt. Weißt, da habe ich immer geschaut, wann singen die mit? Und das habe ich dann immer schon recht gut gekonnt und dann auch die Lösungen bei Problemen finden. Und das ist eigentlich früher bei den Plattenfirmen gewesen, da hat es gute Leute gegeben, den Chris Geldmann. Ich habe persönlich kennenlernen dürfen, bei Lutenberger Klug, den Andy Selnet, der war der Hansa-Chef, der hat gemacht Mambo No. 5, Milli Vanilli, alles vom Farian, alles vom So unbekannte Sachen im großen Ganzen. Vollkommen unbekannte Sachen, der hat mir so Legenden erzählt. Das erste Mambo No. 5 Video, Alexander, ich habe das so in den Mistkübel geschmissen, weiß nicht gut, war 200.000 Mark versenkt. Aber das war der Draufgänger. Und von den Leuten hast du alle wahnsinnig viel lernen können. Johannes Cordes eben von der Universal, das waren so Leute, das waren keine Musiker. Aber der hat zum Beispiel gesagt, bei Tagträume erst, mach den Teil von ein bisschen kürzer, Alexander. Er hat das nie schlecht gemeint. Er hat gesagt, die Albumversion ist gut fürs Album, aber dann die Single-Version, da machen wir. Und war leider oft, was das so von außen. Die Außenbetrachtung. Sehr richtige Entscheidung. Ich will ganz kurz noch zurück zu den Castingshows. Ja. Ohne zu tief reinzugehen, aber einfach die Frage dir stellen, einfach deine persönliche Meinung dazu. Würdest du heute jungen Künstlern empfehlen,
zu einer Castingshow zu gehen, heute noch? Oder eher abraten davon? Oder kann man das so gar nicht beantworten? Oder machen wir es anders, Entschuldige. Wem würdest du es empfehlen und wem nicht? Machen wir es vielleicht so. Also den einzigen, den ich es noch empfehlen würde, wäre, wenn einer sagt, er möchte Schlagerstar werden, geh zu DSDS. Weil dort funktioniert über den Weg. Die prinzipielle Geschichte ist, dass ich fast, ich habe mir ja meinen Traum erfüllt, wenn wir bei Castingshows sind. Damals bei der ersten Starmania-Staffel war ein Redaktionsteam im Hintergrund geheißen Tobias Krause und Mischa Ziegler. Das waren zwei Musikliebhaber. Die haben die Interesse gehabt, danach, dass es für den Künstler weitergeht. Und die heutigen Redaktionen habe ich das Gefühl, wenn ich jetzt den letzten Starmania-Sieger sehe, denke mal, das Hatten wir auch schon hier. Ja. der singt im Finale seinen Song. Ich denke mal, geil, der emotionale Moment, Spotify. Ich finde den nicht. Ja. Also diese Lieblosigkeit, da ist besser, sie machen gar nichts. Sage ich ganz ehrlich, weil wir haben eine kleine Castingshow, durfte ich musikalischer Leiter sein von Herz von Österreich. Da habe ich erfunden. Und habe von Anfang an gesagt, wenn ich das mache, möchte ich vor allem, dass nachher ein Resultat passiert und nicht. Deshalb, ich möchte, hatte damals gute Karten, bei Puls 4 war das, und habe dann gesagt, ich möchte weil es ging um Herzen von jedem Bundesland, wer die meisten Herzen kriegt, aber ich möchte extra ein iTunes-Herz. Das heißt, die ersten 3, die eben in den Vorrunden weiterkommen, können sich eine Woche lang beweisen, wer am meisten verkauft, kriegt zusätzlich ein Herz. Was natürlich für die Künstler gut war, da sind 3 die Charts eingestiegen. Und es durften zum ersten Mal, was ich auch wollte, es durften Bands mitmachen. Ja, Bands, sie haben sie dann vielleicht es noch zu weitschichtig gemacht mit Volksmusik und so weiter. Wir haben es vielleicht nicht so spannend gemacht, weil wir Leute nicht vernichtet haben. Die Leute zu Hause sind so ein bisschen so beim Dieter Bohlen. Sie haben es halt nicht vernichtet, doch war es ein bisschen langweilig. So, ist weniger polarisiert. Genau. Aber, und da gab es auch eine tolle Geschichte dazu, wenn wir beim E&A sind, in dieser ganzen Konstellation, ist übrigens nebenbei sind rausgekommen durch die Show mit 50.000 Zuschauern Melissa Naschenweng. Durch welche Show jetzt? Herz von Österreich. Herz von Österreich. Die haben wir damals gemacht. Melissa Naschenweng, Tagträumer so und so, weil die sind in der Show gleich explodiert. Dann, die Draufgänger, die Hanna. Also, das hätten manche andere gerne gehabt. Eben vor allem, wir haben sehr viele interessante Bands kennengelernt, die dann sich super weiterentwickelt haben. Und das war damals ja fast alles in Deutsch. Und das war schon für mich genau das richtige Wiese als musikalischer Leiter. Und war echt toll, und ich finde es echt schade, dass ich habe den Pulsfeld schon mal, wieso wiederholt sie das nicht? Das ist eine Marke. Vielleicht muss man es ein bisschen reformieren, aber ich finde es richtig toll, was da rausgekommen ist. Und da gibt es auch eine gute Geschichte zu Tagträumer. Bei Tagträumer war es so, dass das halt alles immer schnell gehen müssen. Wir haben da daneben so ein kleines Studio gehabt. Und die Redaktion sagt, die Band nehmen wir, Julian Le Play. Und wir haben alles schon vorbereitet gehabt, und mein Assistent hat dann Julian Le Play mit ihnen aufgenommen. Und beim Heimgehen sagt die Assistentin zu mir, jetzt hol ich da mal ein Material. Und wirklich beim Heimfahren, obwohl ich 35 Bands und stoße ich plötzlich auf einen Song, wo ich mir gedacht habe, alter Schwede, ist das gut. Der Song hat Sinn geheißen. Gut. Boah, wie kriege ich das bei der Redaktion durch? Schickt der Redaktion, das sage ich, bitte, nehmt diesen Song, das ist ein Hit. Und sie sagt, nein, das geht nicht. Und die haben jetzt schon Julian Pläne. Ich habe die 3 Wochen segiert. Dann beim nächsten Mal sehen, habe ich es irgendwie durchgebracht. Beim nächsten Mal sehen, dann auf der Duracher Höhe, habe ich gesagt, Burschen, ihr könnt euren Song Sinn machen. Die waren natürlich vollkommen happy drüber, und das hat sich ja dann nachher wirklich extrem gut entwickelt, der Song und auch Tagträumer. Aber das freut mich, das ist mein Elixier, wenn man Leuten helfen kann, auf den nächsten Schritt zu gehen. Das ist wirklich mein Ding, und das mischt sich natürlich ein bisschen aus Musiker, Produzent, aber dann auch als E&A, wo man dann ab und zu mal ein bisschen
Ich möchte zum letzten Themenabschnitt kommen, weil ich weiß, dass das im Moment jetzt gerade bei dir ein großes Thema ist. Und ich glaube auch für viele, einerseits für die, nennen wir es Youngsters sowieso, Ja. aber auch für diese alten Trotteln wie mich, die jetzt da noch aus einer alten Zeit, sage ich mal, daherkommen, muss ich mittlerweile auch schon sagen. Und weil sich einfach viel verändert hat im gesamten Business und wir jetzt in einer Zeit sind, wo Radio vielleicht jetzt nicht mehr diese große Relevanz hat oder auch doch, aber das will gar nicht sagen, sondern eher die Frage des Streamings. Viele aus meiner Generation würden sagen, um Gottes Willen, Spotify hat uns alles zerstört und alles ist, Sehr interessant. ist schon sehr, sehr gängige Meinung. Ich muss auch gestehen, ich hatte das am Anfang auch. Also für mich war das am Anfang schon auch nur so. Also das war irgendwie das, was ich so ein bisschen transportiert gekriegt habe. Habe jetzt ein bisschen begonnen, mich damit zu beschäftigen. Habe jetzt einmal im Moment gar keine Meinung dazu, weil ich mich einfach nur zu wenig auskenne. Ja. Gut. Würde mich deine Meinung interessieren, Ja. deine Sichtweise darauf, weil ich weiß, dass du dich damit recht viel auseinandersetzt in letzter Zeit. Ist Spotify der große Fluch oder der große Segen? Also, vielleicht sollte man das Zeitrad ein bisschen zurückdrehen und ein bisschen was in Erinnerung rufen. Warum ich sage Segen. Wenn du in der Jahrtausendwende ein Christine Stürmer Album verkauft hast, hattest du nachher 10 Raubkopien. Das heißt, das war der wahre Betrug. Ja? Ja. Das heißt, in Wirklichkeit hätten wir keine 180.000 verkauft, so wie es vom ersten Ja. Album war, sondern wir hätten verkauft 400.000. Was damals in dieser Übergangszeit passiert ist, das war die wahre Schweinerei. Napster und Co. Ne? Napster Ja. und Co. Ja, das muss man schon einmal in Erinnerung halten. Mir hat ein Discjockey meine eigene Nummer verkauft. Der das einfach in einen Mix zusammengestellt hat, runtergebrannt hat, noch ihm in der Diskothek und dann gesagt hat, na, ausnahmsweise kriegst du das um einen 20er. Und dann höre ich meine eigenen Nummern drauf. Das war der wahre Betrug. Das war eine Zeit, die möchte ich nicht mehr haben, weil seit Spotify und seit es die Streamingdienste gibt, ist es so, dass das keiner mehr macht. Warum? Ich habe wozu? alles. Ja, klar. Ja. Ich glaube, erst wenn der große Schock kommt, irgendwann einmal vielleicht einmal Internet für 3-4 Monate nicht geht, dann werden sich die Leute bewusst, dass sie eigentlich gar nichts mehr besitzen. Wird die andere Seite sein. Ja? Aber jetzt zu Spotify selbst. Mit einer Major-Company, vergiss es. Alleine, große Chance. Ich habe mir das von Anfang an angeschaut und bin von Anfang an mit dem System mitgewachsen, weil ich sehr viele Leute habe, die das alles selber stemmen. Und jetzt ist meine Aufgabe, sie selbst dazu zu bewegen, ein Label zu haben, selbst sich bei der LSG anzumelden, das machen wir immer sozusagen nebenbei mit. Und das gehört auch zur E&A-Tätigkeit, sodass die ein Setup haben und ihr eigenes Label sind und dadurch auch die vollen Vergütungen von Spotify, von Apple Music vor allem, die ja noch besser zahlen, und Amazon. Und es ist zumindest für viele, mit denen ich zusammenarbeite, manche sogar Mega-Einnahmen, also Solargeist haben 7-8 Millionen Streams pro Song. Da ist dann schon einiges Geld dahinter. Man muss jetzt nur aufpassen, also man muss unbedingt, wenn man selber Künstler ist, dieses Spotify for Artists, Apple Music for Artists, das alles betreuen, weil das kannst du heutzutage, wenn du jetzt vor allem englischsprachig singst, also international veröffentlichen, und du hast genügend Tools, um das dann auch in den Playlists, die neuen Radios dieser Welt, es ist nicht mehr relevant, sondern wenn du in guten Playlists bist, ja, und wenn du dich da vor allem mit Spotify sehr stark beschäftigst, das haben wir vor allem jetzt über den Sommer sehr, sehr stark gemacht, und da auch, wie funktioniert der Algorithmus bei Spotify, wie funktioniert er bei Apple Music, wie funktioniert er bei Amazon, die noch ein bisschen nachhinken, was mich ein bisschen wundert, vor allem bei Apple, dass die da in der Logistik so hinter Spotify sind, die normalerweise technisch so weit vorne sind. Aber sich da einzulesen, beziehungsweise mit Leuten zu arbeiten, und hier muss ich wirklich Kritik an unseren Vertretern üben. Denn in Wirklichkeit müssen wir heute sagen, Leideln, streamt unsere Songs, und übrigens in der ganzen Nacht ist euch ein Handy
unbenutzt, ihr zahlt das, herzösterreichische Musik. Und diese Aufrufe höre ich momentan nicht von unseren Leistungsschutzrechtsgesellschaften, von unseren AKM, die auch davon sehr stark profitieren, dass da noch viel mehr für den normalen User, welche Verantwortung er hat und was er bewirken kann damit, darauf aufmerksam macht. Weil, wie gesagt, man muss natürlich aufpassen, dass da nicht einer dann sich 100-mal seinen eigenen Song macht, sonst bist du gleich gesperrt auch. Aber wenn halt die Chancen, Playlists eigene zu machen, eigene für Österreich, für die Musik, sich dann gut durchzumischen mit anderen internationalen. Spotify ist nur ein Algorithmus. Ja, klar. Die sagen, okay, wenn in der Listen Seiler Speer ist und Pizzeria Jaus und dann kommst du und dann noch einer, sagt dann, die müssen ja Hörer, die das hören, hören auch das Ja. und beim nächsten Mal bist du bei der Empfehlung schon drin und so kannst du richtig wachsen und Reichweite aufbauen. Und das ist ein ganz ein wichtiger Punkt in der heutigen Musik, dass du wirklich fast alleine ja, wirklich Edmund ist ein typisches Beispiel davon. Ja. Die haben das wirklich fast ohne Airplay am Anfang geschafft. Mit ihren, und viele andere Musiker wachsen so. Ich bin immer der Meinung, wenn ich einmal sage, das ist keine Musik mehr, wenn ich sage, das ist keine Sache mehr, dann muss ich aufhören. Ich höre dann auf. Irgendwann wird dieser Moment da kommen, wo ich sage, na, das. Aber ich habe zum Glück 2 junge Söhne, die immer Sachen vorspielen, wo ich mir denke, Da musst du durch dann, ja. durch. Und durch das, dass ich privat ja sehr gerne laufen gehe und da ziehe ich mir immer alles ein, jedes Mal Friday New Music, zack, boom, weil ich möchte einfach am aktuellen Stand bleiben. Und von mir wirst du nicht hören, das ist keine Musik, sondern ich versuche dann eher, über Streaming hörst du wirklich zum Teil Sachen, die du im Radio nie hörst. Das stimmt, ja. Was mich sehr wundert, weil ich eigentlich der Meinung bin, wenn ich dann auf diesen Sender Final Countdown her, denke ich mir, ihr wart doch einmal ein Popsender. Ich meine, nicht böse sein, warum kann ich Nina Chuba spielen? Warum kann ich, jetzt zum Glück gibt es wieder einen, diesen Elias, den sie brav spielen, aber es gibt so viel gute, moderne Musik momentan, die überhaupt nicht mehr gespielt wird auf den Sendern, die ein Geld dafür erhalten, und das muss man immer Das dazu ist sagen, der große dass Punkt, sie die österreichische Musik zu fördern haben. Und da gibt es manche, die das sehr konsequent und gut in den Landesstudios machen, wo wirklich, da gibt es ein paar Rebellen jetzt, die ihr Programm auch umstellen. Darum sage ich immer wieder, man muss im Vorfeld immer sagen, wo willst hin? Aber es gibt nicht nur einen Sender. Es gibt viele andere Chancen, viele andere Möglichkeiten, und vor allem mit Spotify, Apple Music und so gibt es komplett neue Welten, die man aufbrechen kann. Und da braucht man, ich glaube, dass die Angst momentan eher umgekehrt ist, dass die Radio immer schwindendere Zahlen haben, weil sie ihr Programm selber zusammenstellt, um 99 im Monat, nicht böse. Ja, klar. Und dann natürlich profitieren die Musiktreibenden davon. Und jeder, der sagt, das ist eine Chance, es ist so, wenn du einen schlechten Promoter hast. Ne, dann musst du das einmal anschauen. Hast du deine Playlist schon ausgeschöpft, wo du eigentlich hinkehrst mit der Musik? Weil wenn du Blues machst, da gibt's genügend Blues-Playlists weltweit. Du musst dich halt dann nur mit den Diensten auseinandersetzen und sagen, okay, wo gibt's diese Playlists mit 400, 500.000 Hörern, Ja. wo du dann willkommen bist, wenn du etwas machst, was vielleicht nicht dem Mainstream entspricht. Aber die sagen, ja, genau sowas suchen wir. Nur da muss man halt recherchieren, suchen. Und es gibt Chancen. Früher hast du immer eine Plattenfirma braucht. Ich habe jetzt heute ein sehr interessantes Gespräch mit einer der obersten Bosse einer Plattenfirma, einer österreichischen gehabt, die hat gesagt, ich glaube jetzt langsam, es braucht uns keiner mehr. Und das stimmt leider zum Teil, weil sie waren jetzt zum Schluss eher nur mehr Kreditinstitut, weil E&A-Beratung, da gibt es keine, die jetzt nachfolgen, die irgendwo ich sage, wow, die steppert. Wer E&A, der muss das dann schon am Punkt da treffen. Und da muss man eher sagen, okay, wo ist die Chance? Vielleicht gibt es mal wieder eine neue Erfindung, wo man dann überhaupt kein Geld mehr kriegt, aber jetzt eigentlich momentan kriegt man eigentlich, es sind zwar nur 0,004 Cent für einmal Spielen. Aber es wird ja dann öfter gespielt und früher hast du ein Album Der gekauft und das war. Ja, Ratenschwanz, klar, natürlich. Und auch die Veröffentlichungsstrategie hat sich komplett verändert. Man ist weit weg von einem Album, sondern auch da ist es wieder wichtig, Ja, die Single Algorithmen und, von Spotify zu kennen und die wirklich sie einzusaugen und zu sagen, okay, und da gibt es eben so neue Künstler wie der Alexander Eder, also der ja auch auf TikTok, also einer der Künstler, mit denen ich vor kurzem zusammenarbeiten durfte, der sehr fleißig ist, auch in den sozialen Medien extrem
Und die Welt hat sich so gedreht, dass der mit Natürlich, 3,4 Millionen TikTok-Follower von den deutschen Samstagabendsendungen eingeladen wird, weil er so viel Follower hat. Also das dreht sich gerade alles ein bisschen. klar. Ja. Und wenn einer fleißig ist und konsequent ist, wie übrigens bei jedem anderen Unternehmen auch. Ja, also das Steakgeschäft hat auch Ja. Investitionen am Anfang, was bei mir aufgemacht hat. Dann müssen sie die Ware kaufen und alles und dann kommt auch noch immer keiner rein. Dann kann das eine Riesenchance sein und es müssen sie, glaube ich, mehrere kleine Gruppen noch weiter mitentwickeln, die dann jungen Künstlern helfen können oder neuen Künstlern helfen können, müssen nicht immer jung sein, Ja, klar. soll bitte nicht diskriminierend sein, wo man dann sagt, okay, diese Zellen sollen sich zusammenschließen und eigentlich wäre das auch Aufgabe, dass die beim Musikfunk da ein bisschen umdenken und sagen, wir müssen solchen Zellen zusätzlich die Chance geben, damit unsere geförderten Produkte dann auch das Licht der Welt erblicken. Das bringt mich auch zur letzten Frage dieses Gesprächs. Das ist nämlich die Frage, die ich eigentlich allen Gästen immer stelle, weil das Ganze soll ja auch ein bisschen, sagen wir mal, einen Lehrauftrag erfüllen und einen Mehrwert haben für die Zuseherinnen und Zuseher. Was würdest du, so, wenn du das zusammenfassen müsstest, so auf eine Überschrift, also es dürfen 3, 4 Sätze auch sein, aber so als zusammenfassend irgendwie der große Tipp für jemand, der jetzt da sagt, so, und ich gehe das jetzt an, ich möchte jetzt heute Musikerin, Musiker sein, Artist, was auch immer, ja? Also in diesem Geschäft einfach arbeiten. Was ist dein großer Tipp, den du mitgeben würdest? Was mir am meisten auffällt bei Projekten, die scheitern, und die habe ich ja leider auch zu Genüge, gib deinem Projekt 3 Jahre Zeit. Ohne Abschwenkung. Ohne, ich mache noch bei 17 Projekten mit. Und dann wird man eigentlich auf jeden Fall bei Weitem weiter sein wie vorher. Und eins, wenn ich einen zweiten Satz, ich habe ihn so oft in meinem Leben auf Castingshows gehört. Und ich habe ihn für mich selber auch umdraht. Ich höre immer, was ist dein Traum? Ich möchte gern eines Tages von der Musik leben können. Und ich habe gesagt, falsch. Was falsch? Die Einstellung muss sein, ich kann ohne Musik nicht leben. Danke, ja. Und wenn ich vielleicht noch einen Spruch, den ich vom Dietz Dienhoff erfahren habe, der für uns Produzenten im Studio ein wichtiger, ich muss ihn mehr zitieren, weil ich den Spruch von ihm habe. Studio ist Film, live ist Theater. Wenn man es live spielt, soll es anders kommen wie im Studio. Studio ist Film, live ist Theater. Recht ein guter Spruch, den ich mir dann noch zusätzlich gemerkt habe, dass man im Studio einfach ein bisschen mehr darf, machen kann. Und mir ist lieber, die Band muss sich nachher Gedanken machen, wie mache ich das live? Also es ist so, dass sie sagen, naja, die sagen alle, live was besser. Ja. Dann habe ich meinen Job nicht richtig gemacht. Da ich es allerdings runterbrechen muss auf den einen Tipp, würde ich mich jetzt da entscheiden als Zuhörer für den mit den 3 Jahren, weil der so schön plakativ ist und so schön, also eine gewisse stimmt. Romantik in sich birgt. Und den kann man, glaube ich, auch sehr leicht für sich selbst integrieren. Und mit diesem Satz sage ich Dankeschön, dass du da warst. Dankeschön für die Das war Einladung. sehr informativ. Ich hoffe, dass auch du die Möglichkeit hattest, hier den einen oder anderen Mehrwert rauszuziehen. Also eigentlich gehe ich davon aus. Schreib auch gerne unten in die Kommentare rein, wie du das siehst mit Streamingdiensten. Fluch oder Segen, würde mich auch deine Meinung interessieren. Und wenn das nächste Mal, nächste Woche, ich weiß noch gar nicht, wen wir da haben, aber sicher wieder einen interessanten Gast und ich freue mich, wenn du wieder draufklickst bei Prosartig. Danke, ciao.